Habt ihr euch schon mal so sehr über einen Witz gefreut, dass ihr einfach nicht aufhören konntet zu lachen? Genau darum geht es heute hier bei Dankecast Deutsch. Wir reden über Stand-up-Comedy und warum so viele Menschen diese Kunstform lieben. Ich bin Emilia und neben mir sitzt wie immer Henry. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, guten Tag, liebe Zuhörer. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Stand-up-Comedy, das ist ein Thema, über das ich stundenlang reden könnte. Emilia, magst du Stand-up-Comedy eigentlich? Oh ja, ich liebe Stand-up-Comedy. Ich finde es faszinierend, wie eine einzelne Person auf einer Bühne stehen kann. Ohne Requisiten, ohne Kostüme, ohne Musik und trotzdem das ganze Publikum zum Lachen bringen kann. Das erfordert meiner Meinung nach wirklich viel Talent und Mut. Und ich finde, man merkt sofort, ob jemand wirklich gut ist oder ob die Witze einfach nicht funktionieren. Das stimmt. Mut ist auf jeden Fall wichtig. Ich meine, stell dir vor, du stehst allein auf der Bühne, alle Augen sind auf dich gerichtet und du machst einen Witz und niemand lacht. Das wäre doch sehr unangenehm, oder? Ich glaube, ich würde in solch einem Moment am liebsten verschwinden wollen. Oh ja, das klingt wirklich schrecklich. Aber genau das macht es auch so bewundernswert. Die Comedians trainieren jahrelang. Sie schreiben ihre Witze, sie testen sie vor kleinen Gruppen, sie passen alles an und dann stehen sie auf der großen Bühne. Das ist harte Arbeit. Es ist eigentlich gar nicht so anders als bei einem Musiker, der sein Instrument jahrelang übt. Ich habe mal gelesen, dass viele bekannte Comedians sagen, sie haben tausende Stunden geübt, bevor sie wirklich gut wurden. Das klingt fast wie Sport, oder? Man trainiert, man übt, man macht Fehler, man lernt daraus und man wird besser. Es gibt sogar Comedians, die erzählen, dass ihre ersten Auftritte absolute Katastrophen waren. Das kann ich mir gut vorstellen und ich finde, Stand-up-Comedy ist nicht nur Unterhaltung. Oft steckt da viel mehr dahinter. Viele Comedians sprechen über ernste Themen, Politik, Gesellschaft, Familie, persönliche Probleme, aber auf eine Art und Weise, die das Publikum zum Nachdenken bringt und trotzdem lacht man dabei. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich erinnere mich, dass ich mal eine Show gesehen habe, wo der Comedian über seine eigene schwierige Kindheit gesprochen hat. Am Anfang dachte ich, das ist doch kein lustiges Thema. Aber sie hat es so clever gemacht, dass man lachen und gleichzeitig nachdenken musste. Das war wirklich beeindruckend. Nach der Show habe ich noch lange darüber nachgedacht. Ja, das ist die Kunst. Man nennt das auch manchmal Dark Comedy, also dunkle Komödie. Es geht um schwere Themen, aber mit Humor. Manche Menschen mögen das sehr, andere finden es zu direkt oder sogar unangenehm. Was denkst du darüber, Henry? Ich finde, es kommt sehr auf den Comedian an und wie er oder sie das Thema behandelt. Wenn jemand mit Respekt und Intelligenz über schwere Themen spricht, auch mit Humor, dann kann das wirklich etwas Wichtiges sagen. Aber wenn jemand einfach nur versucht, mit schlechten Witzen zu schockieren, dann ist das nicht mein Geschmack. Da stimme ich dir zu. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Humor, der verbindet, und Humor, der verletzt. Guter Stand-up-Comedy bringt Menschen zusammen. Man lacht über Dinge, die viele kennen, über alltägliche Situationen, über menschliche Fehler, über das Leben im Allgemeinen. Man fühlt sich verstanden. Genau. Ich liebe zum Beispiel Witze über das alltägliche Leben. Wenn jemand über das Kochen redet, über den Supermarkt, über das Schlafen, über den Montagmorgen, das sind Dinge, die jeder kennt. Man denkt sofort, ja, das kenne ich. Das ist mir auch schon passiert. Und dann lacht man, weil man sich nicht mehr allein fühlt. Das nennt man Beobachtungshumor, also Witze, die auf Beobachtungen aus dem Alltag basieren. Das ist eine sehr beliebte Form von Stand-up-Comedy und ich finde, das ist auch sehr gut für Deutschlernende, die zuhören. Man hört natürliche Sprache, natürliche Ausdrücke und man versteht dabei, wie Menschen wirklich sprechen, nicht wie in einem Lehrbuch. Oh, das ist ein interessanter Gedanke. Habt ihr schon mal versucht, deutsche Stand-up-Comedy zu schauen, um Deutsch zu lernen? Schreibt es in die Kommentare. Ich würde wirklich gerne wissen, ob das für euch hilft. Findet ihr es leicht oder schwer zu verstehen? Ja, das interessiert uns sehr und wenn ihr einen Lieblingscomedian habt, egal in welcher Sprache, schreibt das auch gerne. Vielleicht kennen Henry und ich ihn auch und können in einer zukünftigen Folge darüber reden. Das wäre doch schön. Ich habe übrigens eine Frage an dich, Emilia. Was ist dein liebstes Thema in der Stand-up-Comedy? Worüber lachst du am meisten? Ich denke, ich lache am meisten über Familienhumor. Witze über Eltern, über Geschwister, über Großeltern, das finde ich immer sehr lustig. Jeder hat eine Familie und in jeder Familie gibt es lustige Momente und manchmal auch völlig verrückte Situationen. Das ist so universell. Du? Ich würde sagen, ich liebe Witze über das moderne Leben. Über Smartphones, über soziale Medien, über Online-Shopping, über das endlose Scrollen am Abend.
Das ist so aktuell und so nah an der Wirklichkeit. Man lacht, aber man denkt auch, ich mache das auch so. Das ist manchmal ein bisschen peinlich, aber auch sehr lustig. Ha! Ja, das stimmt. Wie oft checken wir zum Beispiel unser Handy am Tag? 100 Mal, 200 Mal? Wenn ein Comedian das auf der Bühne beschreibt und dann fragt, warum machen wir das eigentlich? Dann lacht man, weil man sich selbst darin erkennt. Es ist ein bisschen wie ein Spiegel. Genau. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis von guter Stand-up-Comedy. Man sieht sich selbst im Spiegel und lacht darüber, nicht über andere, sondern über sich selbst und über das gemeinsame menschliche Erlebnis. Das verbindet Menschen, auch wenn sie aus verschiedenen Kulturen kommen. Wunderschön gesagt, Henry. Ich finde auch, dass Stand-up-Comedy eine sehr wichtige Rolle in der Gesellschaft spielt. In schwierigen Zeiten, wenn viele Menschen gestresst sind oder sich Sorgen machen, kann gutes Lachen wirklich helfen. Es entspannt, es verbindet, es macht das Leben ein bisschen leichter. Absolut. Es gibt sogar wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass Lachen gut für die Gesundheit ist. Es reduziert Stress, es stärkt das Immunsystem, es hebt die Stimmung. Vielleicht sollten wir alle öfter lachen. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum Menschen gute Comedians so sehr schätzen. Das ist ein wunderbarer Gedanke. Und vielleicht ist das auch ein guter Grund, warum Stand-up-Comedy so beliebt ist. Nicht nur im Fernsehen oder auf großen Bühnen, sondern auch online. Auf Plattformen wie YouTube oder anderen Streamingdiensten kann man jederzeit und überall Comedy schauen. Ja, das hat die Welt der Komödie wirklich verändert. Früher musste man ins Theater oder ins Kino gehen, um einen Comedian zu sehen. Heute kann man alles auf dem Sofa schauen, in Pyjamas mit einer Tasse Tee. Sehr komfortabel. Und man kann auch Comedians aus anderen Ländern entdecken, die man früher vielleicht nie kennengelernt hätte. Ha, das klingt perfekt. Übrigens, wenn ihr Stand-up-Comedy auf Deutsch schauen möchtet, um eure Sprachkenntnisse zu verbessern, ist das wirklich eine fantastische Idee. Ihr hört natürliches Deutsch mit echten Ausdrücken, mit Wortspielen, mit Umgangssprache. Es ist eine der unterhaltsamsten Methoden, eine Sprache zu lernen. Genau. Und wenn ihr ein Wort oder einen Ausdruck nicht versteht, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht können Emilia und ich in einer nächsten Folge darüber sprechen. Wir freuen uns immer über Fragen und Ideen von euch. Ihr seid der Grund, warum wir diesen Podcast machen. Ja, eure Kommentare bedeuten uns wirklich sehr viel. Diese Community hier bei Dankecast Deutsch ist einfach wunderbar. Danke, dass ihr immer so aktiv mitmacht und eure Gedanken mit uns teilt. Das stimmt. Und bevor wir für heute zum Ende kommen, ich möchte noch eine letzte Frage stellen. Glaubt ihr, dass Humor universell ist? Also kann ein Witz, der in Deutschland lustig ist, auch in anderen Ländern lustig sein? Oder ist Humor kulturell sehr verschieden? Oh, das ist eine sehr tiefe Frage. Ich glaube, manche Dinge sind universell lustig. Zum Beispiel Missgeschicke, Dinge, die schiefgehen, Situationen, in denen man sich blamiert. Das kennt jeder Mensch, egal in welchem Land er lebt. Wenn jemand auf einer Bananenschale ausrutscht, lacht die ganze Welt. Aber andererseits gibt es auch Humor, der sehr kulturell ist. Wortspiele zum Beispiel funktionieren oft nur in einer Sprache. Ein Witz auf Deutsch kann auf Englisch gar nicht mehr lustig sein, weil das Wortspiel beim Übersetzen verloren geht. Das ist eine echte Herausforderung für Übersetzer. Genau, und es gibt auch unterschiedliche Humortraditionen in verschiedenen Ländern. Manche Kulturen mögen eher trockenen Humor, andere mögen laute und übertriebene Komödie. Das ist alles sehr interessant. Und genau deshalb lohnt es sich, Sprachen zu lernen, damit man den Humor einer anderen Kultur wirklich verstehen kann. Das stimmt vollkommen. Wenn man eine Sprache gut versteht, versteht man auch die Witze. Und das ist ein sehr tiefes Niveau des Verstehens. Man sagt oft, wenn du die Witze einer Sprache verstehst, sprichst du die Sprache wirklich. Das gefällt mir sehr. Das ist ein wunderbares Ziel für alle Deutschlernenden hier. Nicht nur Grammatik und Vokabeln lernen, sondern irgendwann die Witze auf Deutsch verstehen und dann herzlich lachen. Das ist ein großer Moment. Was meint ihr dazu? Ist Humor universell oder kulturell? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wir sind wirklich neugierig, was ihr denkt. Und habt ihr schon mal einen deutschen Witz verstanden und gelacht? Erzählt uns davon! Ja, wir freuen uns auf eure Antworten. Und vergesst nicht, es gibt keine falsche Antwort. Wir möchten einfach eure Perspektive hören. Das ist immer interessant und bereichernd für uns und für die ganze Community. Dann sage ich für heute, bis bald, bleibt gesund, bleibt neugierig und vergesst nicht zu lachen. Lachen ist kostenlos und macht das Leben schöner. Genau, auf Wiedersehen, liebe Dankecast Deutsch Community, und macht euch einen wunderschönen Nachmittag. Wir freuen uns, euch beim nächsten Mal wieder zu sehen. Tschüss!